Vorwort. Ab sofort werden wir die visuellen Elemente in unseren größeren Projekten bewusst zurückschrauben. Der Grund dafür ist einfach. Bei der Präsentation von SCP-Dokumenten und komplexen Themen steht die Korrektheit der Informationen an erster Stelle. Bilder, Animationen und GIFs können den Inhalt auflockern, sie sind jedoch sekundär. Unser Fokus liegt nun darauf, die Dokumente so genau und vollständig wie möglich zu vermitteln, damit jede Anomalie, jede Richtlinie und jeder Hintergrund vollständig verstanden wird. Darüber hinaus erlaubt uns dieser Ansatz, längere und besser erklärte Videos zu erstellen. Komplexe Themen benötigen Zeit, um sie in ihrer Tiefe zu erfassen. Durch reduzierte visuelle Ablenkung können wir die Erklärungen präziser gestalten und sicherstellen, dass alle Details korrekt vermittelt werden. Dies bedeutet nicht, dass wir auf visuelle Unterstützung verzichten. Sie wird weiterhin gezielt eingesetzt, um das Verständnis zu fördern, aber sie wird nicht mehr den zentralen Teil unserer Videos ausmachen. So gewährleisten wir, dass Wissen, Genauigkeit und die Integrität der SCP-Dokumente im Vordergrund stehen und dass unsere Community die Inhalte in der Tiefe erfassen kann, die sie verdienen. Einleitung. Der Schleier der Macht. Die SCP Foundation ist eine Organisation, die im Schatten existiert und deren Einfluss bis in die verborgensten Winkel der Gesellschaft reicht. Sie ist weder Regierung noch Konzern, und doch verfügt sie über Ressourcen, die jene weit übertreffen. Offiziell existiert sie nicht, und dennoch spürt jeder, der mit ihr in Kontakt kommt, den unsichtbaren Druck ihrer Präsenz. Ihre Mission ist klar definiert: sichern, eindämmen, schützen. Doch hinter diesem einfachen Dreiklang verbirgt sich eine Struktur, deren Machtgefüge selbst für langjährige Mitarbeiter nur schwer zu durchschauen ist. Denn wer gibt die Befehle? Wer entscheidet, ob ein Objekt neutralisiert, untersucht oder schlicht verborgen wird? Wer bestimmt, welche Wahrheiten ans Licht gelangen dürfen und welche für immer unter dem Mantel des Schweigens bleiben müssen? Diese Fragen bilden den Kern dessen, was wir in diesem Beitrag untersuchen werden. Es geht nicht nur um den O5-Rat oder den geheimnisvollen Administrator. Es geht um ein vielschichtiges Netz aus Macht, Loyalität, Geheimhaltung und Gegengewichten. Eine Architektur, die so angelegt ist, dass sie niemals von einer einzigen Person dominiert werden kann und die dennoch an jeder Ecke das Risiko birgt, in sich zusammenzufallen. Bevor wir tiefer in die Strukturen eintauchen, lohnt sich ein Blick auf die Parallelen zur realen Welt. Geheimdienste, geheime Gesellschaften oder supranationale Organisationen. Sie alle arbeiten im Schatten, kontrollieren Informationen und bewegen Kräfte, ohne dass die Öffentlichkeit jemals davon erfährt. Die Foundation hebt dieses Prinzip jedoch auf eine völlig neue Ebene. Hier geht es nicht nur um Politik oder Macht, sondern um die schiere Existenz der Menschheit angesichts von Anomalien, die alles zerstören könnten. Der Schleier der Macht, den wir heute lüften wollen, ist damit kein einfacher Vorhang. Er ist ein System, ein Labyrinth, ein Schutzschild und vielleicht die größte Anomalie von allen. Der O5-Rat, die oberste Instanz. Im Zentrum der Macht der SCP Foundation steht der O5-Rat. 13 Personen, deren Identität streng geheim gehalten wird, selbst innerhalb der Organisation. Sie sind keine gewöhnlichen Direktoren, keine Abteilungsleiter oder Feldkommandeure. Sie sind die Spitze, das oberste Gremium, das jede entscheidende Weichenstellung vornimmt. Jedes Ratsmitglied trägt die Bezeichnung O51 bis O513. Diese Zahlen sind keine Rangfolge, sondern lediglich Kennzeichnungen. Niemand von ihnen ist offiziell mächtiger als der andere, zumindest in der Theorie. Doch wie in jeder Machtstruktur entstehen auch hier Dynamiken, Allianzen, Streitigkeiten, Abstimmungen, die manchmal denkbar knapp ausfallen. Ihre Aufgabe ist es, den Kurs der gesamten Foundation zu bestimmen. Sie genehmigen oder verwerfen Projekte, entscheiden über den Umgang mit den gefährlichsten Anomalien und verfügen über das letzte Wort, wenn es um Leben und Tod ganzer Teams oder sogar Zivilisationen geht. In gewisser Weise ist der O5-Rat Regierung, Gerichtshof und Schicksalsgremium in einem. Besonders faszinierend ist der Umgang des Rates mit Informationen. Es heißt, jedes Mitglied verfügt über ein anderes Set an Geheimnissen, Wissen und Zugängen. Manche sehen sich als Wächter der Menschheit, andere als Strategen, die die Menschheit durch Kontrolle in Sicherheit halten wollen. Diese Unterschiede in Ideologien machen den Rat menschlich und zugleich gefährlich. In der Praxis tritt der O5-Rat niemals geschlossen vor die Augen des Personals. Befehle erreichen die Foundation in verschlüsselter, fragmentierter Form. Direktkontakt gibt es fast ausschließlich über Vermittler, sogenannte Liaison Officers.
Auf diese Weise bleibt die Identität der O5-Mitglieder so ungreifbar wie ein Schatten. Die Legende innerhalb der Foundation besagt, sollte je ein einzelnes Mitglied identifiziert und ausgeschaltet werden, würde das System nicht zusammenbrechen. Doch sollten alle 13 gleichzeitig fallen, würde die gesamte Struktur ins Chaos gestürzt werden. Damit verkörpert der O5-Rat eine paradoxe Mischung aus absoluter Macht und völliger Unsichtbarkeit. Sie sind allgegenwärtig und zugleich niemandem wirklich greifbar. Der Administrator, eine Figur zwischen Mythos und Realität. Wenn der O5-Rat das gesichtlose Gremium ist, das die Foundation lenkt, dann ist der Administrator ihr Mysterium in Menschengestalt. Oder sollte man besser sagen, ihre Legende? In den offiziellen Dokumenten taucht der Administrator nur selten auf. Er wird als Gründer der Foundation bezeichnet, als die Person, die aus verstreuten Gruppen von Wissenschaftlern, Soldaten und Geheimnisträgern eine globale Organisation formte. Manche Quellen datieren sein Wirken bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts, andere deuten sogar an, dass er noch früher aktiv war. Doch hier beginnt das Rätsel. Berichte über den Administrator sind widersprüchlich. Einige beschreiben ihn als alten Mann mit ruhiger Stimme, der nie Alterungserscheinungen zeigt. Andere sprechen von wechselnden Gestalten, als sei er mehr Symbol als Individuum. Die Foundation selbst äußert sich nie offiziell dazu. Und genau darin liegt der Kern seiner Macht: er ist da, aber gleichzeitig nicht. Innerhalb der Organisation kursieren unterschiedliche Theorien. Manche Mitarbeiter glauben, der Administrator sei längst tot. Sein Vermächtnis werde nur noch als Legitimationsmittel weitergeführt. Andere sind überzeugt, er lebe, ziehe aber nur noch im Hintergrund die Fäden, als Ausgleich zu den O5, vielleicht sogar als unsichtbares Gegengewicht zu ihrer Macht. Interessant ist, dass bestimmte Mobile Task Forces, wie Resh-1, Seat of Consciousness, angeblich direkt ihm unterstellt sind. Sollte das zutreffen, wäre der Administrator keineswegs nur eine Symbolfigur, sondern weiterhin ein aktiver Machtfaktor innerhalb der Foundation. Doch vielleicht ist es gerade die Unsicherheit, die ihn so wirksam macht. Denn ein Rat von 13 kann durch Intrigen beeinflusst werden. Aber eine einzelne, ungreifbare Figur, die niemand wirklich kennt, verleiht der gesamten Struktur ein Fundament aus Mythos und Furcht. Am Ende stellt sich die Frage: Ist der Administrator eine Person? Ein Titel, der von Generation zu Generation weitergegeben wird? Oder lediglich eine Erzählung, geschaffen, um den Rat zu kontrollieren? Die Wahrheit kennt vermutlich nur er selbst, falls er überhaupt existiert. Die Hand des Rates, Alpha ein Red Right Hand. Wenn man über Macht innerhalb der Foundation spricht, darf eine Einheit niemals unerwähnt bleiben: Mobile Task Force Alpha 1, besser bekannt als die Red Right Hand. Diese Einheit ist nicht nur eine weitere Einsatzgruppe im riesigen Arsenal der Foundation. Sie ist die persönliche Schutztruppe und das Exekutivorgan des O5-Rates. Ihre Mitglieder sind nicht einfach Soldaten oder Forscher. Sie gehören zu den besten, loyalsten und zugleich furchteinflößendsten Agenten, die die Foundation je hervorgebracht hat. Was Alpha 1 so besonders macht, ist nicht allein ihre Kampfkraft, sondern ihre Nähe zur Macht. Während andere MTFs spezifische Anomalien sichern oder Bedrohungen neutralisieren, greift die Red Right Hand dort ein, wo es nicht nur um Objekte geht, sondern um die Interessen des Rates selbst. Sie handeln im Verborgenen, führen Operationen durch, deren Details oft nie in offiziellen Archiven auftauchen. Es heißt, ihre Mitglieder werden von den O5 persönlich ausgewählt. Einige Gerüchte gehen sogar so weit, dass die Red Right Hand nicht vollständig menschlich sei. Geschichten von genetischen Manipulationen, Gedankenkontrolle oder gar direkten Segnungen durch anomale Kräfte machen inoffiziell die Runde. Beweise? Keine, doch gerade dieses Schweigen verleiht der Legende Nachdruck. Ihre bloße Existenz sendet eine klare Botschaft: Der O5-Rat ist nicht unantastbar, aber er ist bestens geschützt. Wer sich gegen die Foundation oder gar gegen das höchste Gremium stellt, muss damit rechnen, dass Alpha 1 in der Dunkelheit zuschlägt. Schnell, kompromisslos und endgültig. Damit ist die Red Right Hand mehr als nur eine Spezialeinheit. Sie ist das Symbol für die unmittelbare Durchsetzungskraft der O5. Ein ständiger Schatten, der verdeutlicht, dass zwischen Befehl und Konsequenz nur ein Augenblick liegt. Das Gegengewicht, Resh 1, Seat of Consciousness. Während Alpha 1 die unmittelbare Durchsetzungskraft des O5-Rates verkörpert, existiert mit Resh 1, auch bekannt als der Seat of Consciousness, das präzise gegengesetzte Konzept:
Diese Einheit ist direkt dem Administrator unterstellt und dient primär der Balance innerhalb der Foundation. Resh 1 operiert weitgehend unsichtbar und greift nur dann ein, wenn das Machtgefüge innerhalb der Organisation bedroht wird. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass weder der O5-Rat noch andere Kräfte die Kontrolle monopolisieren. So wird verhindert, dass Entscheidungen aus purer Machtgier oder persönlichen Interessen getroffen werden und die Stabilität der Foundation gefährdet wird. Diese Einheit ist kein klassisches Kampfteam wie Alpha 1. Stattdessen agiert sie als strategisches Gegengewicht. Ihre Mitglieder sind ausgewiesene Experten in Analyse, Entscheidungsprozessen und taktischer Vorwegnahme. Sie prüfen Befehle, bewerten Risiken und intervenieren nur, wenn die interne Machtbalance ins Wanken gerät. In gewisser Weise fungiert Resh 1 als Schiedsrichter der Macht. Sie erinnert daran, dass absolute Kontrolle gefährlich ist, dass Macht nur dann Bestand hat, wenn sie durch ein ausgeklügeltes System kontrolliert wird. Historische Berichte deuten an, dass Resh 1 in kritischen Situationen Entscheidungen korrigierte, die andernfalls katastrophale Folgen für die Foundation und die globale Sicherheit gehabt hätten. Die Existenz von Resh 1 zeigt, Macht innerhalb der Foundation ist nie ungeteilt. Sie ist fragmentiert, kontrolliert und selbst die höchsten Gremien unterliegen stillen, unsichtbaren Kontrollen. Alpha 1 kann zuschlagen, der O5-Rat kann entscheiden. Doch Resh 1 stellt sicher, dass niemand die Organisation auf Kosten der Gesamtstruktur destabilisiert. Damit wird deutlich, die Foundation ist mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist ein präzises System, in dem jede Machtposition ihre eigene Funktion hat und das Gleichgewicht zwischen diesen Kräften das Überleben aller sichert. Abteilungen als Machtzentren im Kleinen. Nicht nur die obersten Ebenen der Foundation beherbergen Macht. Auch auf den mittleren Hierarchieebenen existieren Strukturen, die erheblichen Einfluss ausüben und oft unterschätzt werden. Diese Abteilungen funktionieren wie kleine Machtzentren innerhalb des großen Netzwerks, jede mit eigenen Verantwortlichkeiten und strategischem Gewicht. Die Abteilung für innere Sicherheit überwacht das Personal und sorgt dafür, dass Loyalität und Geheimhaltung gewahrt bleiben. Ihre Aufgabe geht weit über das bloße Kontrollieren hinaus. Sie sind diejenigen, die potenzielle Gefährdungen frühzeitig erkennen, interne Konflikte entschärfen und sicherstellen, dass die Mitarbeiter den Grundprinzipien der Foundation treu bleiben. Ebenfalls von enormer Bedeutung ist die Abteilung für Informationskontrolle. Sie bestimmt, welche Daten überhaupt verbreitet werden und wie Wissen innerhalb der Foundation fließt. Jede Veröffentlichung, jede Weitergabe von Informationen unterliegt einer genauen Prüfung. Wer diese Abteilung versteht, erkennt, dass Macht oft nicht in Waffen oder körperlicher Stärke liegt, sondern in der Kontrolle von Wissen und Wahrnehmung. Nicht zu vergessen ist die Ethikkommission. Offiziell fungiert sie als beratendes Organ, tatsächlich jedoch beeinflusst sie entscheidend die Entscheidungen des Rates. Projekte, die zu riskant erscheinen, können gebremst oder modifiziert werden. Ihre Wirkung ist subtil, aber wirksam. Sie verhindert, dass Machtblindheit oder Ideologien die Organisation destabilisieren. Diese Abteilungen zeigen ein wichtiges Prinzip der Foundation. Macht ist fragmentiert, kontrolliert und in spezialisierte Einheiten aufgeteilt. Die oberste Ebene mag die Richtung vorgeben, doch es sind diese mittleren Machtzentren, die den reibungslosen Ablauf garantieren und im Notfall korrigierend eingreifen. Die Struktur der Foundation wirkt auf den ersten Blick wie ein starrer Apparat, doch die Realität ist komplexer. Jede Abteilung ist ein eigenes Netzwerk, dessen Einfluss oft unterschätzt wird und das gleichzeitig die Stabilität der gesamten Organisation gewährleistet. Wer diese feinen Mechanismen versteht, erkennt die wahre Dimension von Macht innerhalb der Foundation. Interessensgruppen. Die äußere Machtbalance. Macht innerhalb der Foundation ist nicht isoliert. Sie existiert immer in Relation zu externen Kräften, die in Konkurrenz oder Koexistenz mit der Foundation stehen. Diese Interessensgruppen beeinflussen Entscheidungen, Ressourcenallokation und sogar die strategische Ausrichtung der Organisation. Ein prominentes Beispiel ist die GRU Division P, eine geheimdienstliche Einheit, die Anomalien für eigene Zwecke untersucht und gegebenenfalls zu neutralisieren versucht. Ihre Aktivitäten zwingen die Foundation jederzeit Vorsicht walten zu lassen und ihre Operationen doppelt abzusichern. Jedes Fehlverhalten, jede Nachlässigkeit könnte von außen ausgenutzt werden. Die Chaos Insurgency wiederum stellt eine andere Art von Bedrohung dar. Ehemalige Mitarbeiter oder abtrünnige Gruppen verfolgen eigene Ziele, die oft den Interessen der Foundation diametral entgegenstehen.
Sie besitzen Wissen, das selbst hochrangigen O5-Mitgliedern nicht vollständig zugänglich ist. Und ihre Aktionen können die internen Machtstrukturen der Foundation empfindlich stören. Nicht zuletzt existieren neutralere Interessensgruppen wie die Serpent's Hand, die die Anomalien auf ihre eigene Art schützen und kontrollieren. Ihre Philosophie steht im Widerspruch zur Foundation, und dennoch operieren sie teilweise parallel, ein ständiges Spiel von Einfluss, Abschreckung und strategischer Diplomatie. Diese externen Kräfte verdeutlichen eine entscheidende Lektion: Macht ist nie absolut. Selbst der O5-Rat, selbst der Administrator, selbst Rash 1, sie alle müssen ihre Entscheidungen im Kontext eines globalen Schachbretts treffen, das von verborgenen Interessensgruppen beeinflusst wird. Wer die Balance nach außen nicht berücksichtigt, riskiert nicht nur interne Konflikte, sondern auch die Stabilität der gesamten Organisation. Die Foundation ist also kein isolierter Monolith, sie ist eingebettet in ein Netz von Kräften, die sowohl Bedrohung als auch notwendige Kontrolle darstellen. Dieses Zusammenspiel macht die Organisation resilient, aber gleichzeitig verletzlich, ein System, das Stärke und Gefahr in gleicher Weise birgt. Vergleich zu realen Strukturen. Betrachtet man die Foundation aus einer breiteren Perspektive, fallen überraschend viele Parallelen zu realen Machtstrukturen auf. Geheimdienste, Schattenregierungen oder supranationale Organisationen agieren ähnlich wie die SCP Foundation, im Verborgenen, mit fragmentierten Entscheidungswegen und der Kontrolle über Informationen. Nehmen wir zum Beispiel Geheimdienste wie die CIA oder den KGB. Ihre operativen Einheiten handeln im Schatten, doch sie folgen klaren Befehlsketten und strategischen Richtlinien, die von unsichtbaren Instanzen festgelegt werden. Genau wie bei der Foundation sind Loyalität, Informationskontrolle und die ständige Bewertung von Risiken entscheidend, um Stabilität zu wahren und interne Konflikte zu vermeiden. Auch historische Geheimbünde oder mächtige politische Institutionen zeigen, wie Macht durch Mythen und Symbole verstärkt wird. Bei der Foundation ist der Administrator ein perfektes Beispiel dafür. Eine Figur, deren Existenz selbst intern mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet, und deren Wirkung auf das System enorm ist. Ganz ähnlich wie Symbolfiguren in realen Organisationen. Die Besonderheit der Foundation liegt jedoch darin, dass sie sowohl interne als auch externe Machtstrukturen integriert. Interne Kontrollmechanismen wie Rash 1 sorgen dafür, dass kein einzelner Akteur die Organisation destabilisiert, während externe Interessensgruppen wie die GRU Division P oder die Chaos Insurgency permanent einen strategischen Druck aufrechterhalten. Dieses Zusammenspiel ist vergleichbar mit internationalen Beziehungen und geopolitischen Machtbalancen in der realen Welt. Nur viel gefährlicher, da Anomalien involviert sind, die existenzielle Risiken bergen. Die Lehre daraus ist klar. Wer die Foundation versteht, versteht Macht als ein komplexes Netzwerk, nicht als monolithische Autorität. Entscheidungen werden nicht isoliert getroffen. Jede Handlung ist Teil eines größeren Systems, das Risiken, Kontrolle und Stabilität gleichzeitig in Einklang bringt. Die Parallele zu realen Strukturen zeigt, dass die Prinzipien, auf denen die Foundation operiert, in vielen Fällen den realen geopolitischen und geheimdienstlichen Dynamiken ähnelt. Nur mit einer zusätzlichen Dimension existenzieller Verantwortung. Risiken der Machtkonzentration. Die Konzentration von Macht innerhalb einer Organisation birgt immer Risiken, und die SCP Foundation bildet hierbei keine Ausnahme. Der O5-Rat, der Administrator, Alpha 1 und Rash 1. All diese Instanzen bilden ein dichtes Geflecht aus Kontrolle und Einfluss. Doch je dichter dieses Netz, desto größer die potenziellen Schwachstellen. Ein zentrales Risiko besteht darin, dass Entscheidungen von wenigen Akteuren getroffen werden. Auch wenn Kontrollmechanismen wie Rash 1 oder spezialisierte Abteilungen existieren, kann menschliches Versagen, persönliche Ideologien oder gar interne Machtkämpfe zu Fehlentscheidungen führen, die katastrophale Folgen haben könnten. Ein weiteres Problem entsteht durch Informationsasymmetrien. Wissen ist Macht, und in der Foundation ist Wissen streng fragmentiert. Wer nicht über alle relevanten Daten verfügt, kann keine optimalen Entscheidungen treffen. Dies kann selbst bei wohlmeinenden Absichten zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen. Zudem stellt die Abhängigkeit von Loyalität eine Schwachstelle dar. Sollten Schlüsselpersonen abtrünnig werden oder von externen Kräften beeinflusst werden, gerät die gesamte Organisation ins Wanken. Interessensgruppen, rivalisierende Einheiten und externe Bedrohungen verstärken dieses Risiko weiter. Dennoch ist es wichtig zu betonen:
Die Struktur der Foundation ist nicht zufällig entstanden. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Anpassung und Überlegung. Macht wird fragmentiert, Gegengewichte werden etabliert und selbst die höchste Autorität unterliegt Überprüfungen. Diese Maßnahmen minimieren die Risiken, können sie jedoch nie vollständig eliminieren. Am Ende zeigt sich ein grundlegendes Paradoxon. Die Macht der Foundation ist gleichzeitig ihre größte Stärke und ihre potenziell größte Gefahr. Je mächtiger und koordinierter sie agiert, desto gefährlicher kann ein einziger Fehler oder eine einzige Störung für die gesamte Organisation werden. Schlussfolgerung. Wer zieht wirklich die Fäden? Nach der Betrachtung der Machtstrukturen innerhalb der Foundation, der O5-Mitglieder, des Administrators von Alpha 1, Resh 1, den Abteilungen und externen Interessensgruppen wird eines klar. Die Foundation ist ein komplexes Netz aus Einfluss, Kontrolle und Balance. Die obersten Instanzen geben die Richtung vor, doch ihr Handeln ist stets eingebettet in ein System von Checks and Balances. Keine Entscheidung erfolgt isoliert, jede Maßnahme wird geprüft, hinterfragt und durch interne und externe Faktoren beeinflusst. Die Macht innerhalb der Foundation ist fragmentiert, um Stabilität zu sichern, und gleichzeitig flexibel genug, um auf unvorhergesehene Anomalien oder Bedrohungen zu reagieren. Dennoch bleibt eine entscheidende Frage: Wer zieht wirklich die Fäden? Ist es der O5-Rat, der Administrator, Alpha 1, Resh 1 oder ein Zusammenspiel aller Faktoren, das die wahre Macht ausmacht? Die Antwort liegt irgendwo im Zusammenspiel dieser Kräfte, in den unsichtbaren Mechanismen, die die Organisation stabil halten. Was diese Analyse verdeutlicht, ist die Ambivalenz von Macht. Sie schützt, sie stabilisiert, sie kontrolliert. Und doch birgt sie Risiken. Wer die Foundation verstehen will, muss erkennen, dass Kontrolle nie absolut ist. Nur durch sorgfältig austarierte Machtverhältnisse kann die Organisation überleben in einer Welt, die durch Anomalien und Unsicherheiten geprägt ist. Abschließend lässt sich sagen, die Foundation ist nicht einfach nur eine Organisation. Sie ist ein Spiegelbild der Herausforderungen von Macht selbst, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Gefahren. Und in diesem Spiegel liegt die größte Lektion. Wer die Fäden zieht, bestimmt nicht nur den Kurs einer Organisation, sondern kann im Extremfall über das Schicksal ganzer Welten entscheiden.